Hallo, ich bin der Zelfie und willkommen zurück zu Disgaea 2, Part 2. Wir sind wieder in der Base drin, werden auch gleich wieder losziehen. Ich habe 3 neue Charaktere erstellt, die ich hier mal kurz vorstellen möchte. Das ist ein Dieb. Wir haben einen Eismagier jetzt dabei und wir haben einen Ladyfighter. Und weil wir jetzt 2 Fighter technisch gesehen haben, habe ich die Waffenskills etwas umgestellt. Wir haben jetzt ein Schwert bei ihr, wir haben eine Axt bei ihm, das heißt wir haben ein bisschen unterschiedliche Typen darin, das wird sich später auf die Skills auswirken und so weiter. Was das genau bringt, werde ich dann erklären, wenn es soweit ist, aber das werden wir wahrscheinlich schon gleich sehen. Man sieht, ich habe sie alle gleichmäßig gelevelt, ich habe ein bisschen gegrindet nebenbei, so dass sie alle auf einem gleichmäßigen Level von 4 drauf sind. Und ja, zur Erklärung schon mal, wenn ich das Gefühl habe, dass ich meine Gegner wirklich mega overpowere, dann werde ich im Parlament einen höheren Schwierigkeitsgrad anfordern. Das heißt, die Gegner werden stärker, werden höhere Level bekommen und werden sich dann natürlich auch dementsprechend höhere Skills haben und so weiter. Das heißt, wir werden nie komplett overpowered sein. Also wir werden nie irgendwie durch alle Level einfach nur noch durchrushen, weil ich hier, keine Ahnung, 42 Stunden grinde oder so, sondern ich werde immer gucken, dass es irgendwie auf einem halbwegs gleichmäßigen Level bleibt, so dass es auch nicht zu einfach wird. Aber die ersten Missionen sind natürlich auch jetzt nicht so schwierig. Gut, dann wollen wir gleich mal wieder in die Action starten hier. Aber mal wieder mitten rein. Und es ist mal wieder eine Prinny-Horde. Silly Prinnies. Hey, are you really trying to lead me to Zenon's mansion? Ja, und der Sound sollte jetzt auch ein bisschen besser sein, ne? Also. Absolutely. The path to an overlord is laden with suitable trials to overcome. It is a tradition. If you do not face challenges along the way, you will not fully appreciate your goal. Look, I'm not doing this for the satisfaction. I just want to fight the Overlord. Bumpkin, do you not appreciate beauty? Every course to an overlord begins with the beautiful art of leveling up. The beautiful art, ah ja. Oh, please! You don't even know how to fight! Am I supposed to believe that you know all this random, trivial knowledge? Of course. How can a noble better justify squandering time than with the pursuit of knowledge? Ah, and being a demon and all, you must have a lot of time to squander. Okay, das sieht ja schon ein bisschen interessanter aus. Und mal wieder der Enemy Boost. Das mag ich ja gar nicht. Aber sie sind alle nur Level 1, von daher ist das nicht so schlimm. Wo kommt denn das her? Ach, das kommt da hinten. Von dem Teil. Ja gut, das werden wir gleich mal wegmachen. Mal gucken. Ah, es ist besser, wenn ich ihn... Er kann am längsten laufen, deswegen nehme ich erstmal einen anderen. So. Mal gucken. Lift, Throw. So. Jetzt wird natürlich mein Fighter ein bisschen Schaden kriegen, weil er hier im Bereich von den Panels steht. Aber das ist mir egal. Der steckt jetzt schon weg. So, damit ist der Enemy Boost gleich erstmal beseitigt. Sehr schön. Und jetzt können wir sie einfach wegdröschen. Oh, ich habe auch schon den Gaia Blast drauf. Da sieht man, mit verschiedenen Waffentypen lernen wir auch dann noch unterschiedliche Skills dazu. Wie das genau funktioniert, werde ich noch erklären. So.
Ich muss mich da so ein bisschen an die Range meiner Leute anpassen. Und die Magier sollten natürlich nicht in vorderster Position stehen, das wäre etwas ungünstig. Ja, die Besonderheit des Diebs ist natürlich, dass er klauen kann. Das werde ich, sobald ich einen Gegner sehe, wo ich denke, dass sich das lohnt, natürlich demonstrieren, wie das genau funktioniert. Denn dazu braucht man hier ein ganz spezielles Item. Komme ich da ran? Ja, komme ich, aber die Truhe ist Eisresistenz, warum auch immer. Aber es ist eh egal, die ist weg. Ja, die können natürlich jetzt nichts mehr gegen uns machen, die ohne den Enemy Boost. Das sind doch deutlich zu stark für die kleinen Jungs hier. Ah, es sind ja auch nur Pretties, von daher. So, weg mit hier. Ganz schnell aufgeräumt mit den Jungs. Overlord Xenon, my master, I have just received urgent news from the princess's mansion. The princess has disappeared, and it has happened in front of many servants. What? Is this true? It appears someone has summoned her. Someone with decent summoning skill. But who? How did they even know about the princess? We do not know yet, but it is obviously someone who opposes you. Find the princess. Immediately. You must not allow her to be contaminated by the outside world. Yes, sir. We will be sure to keep the princess a secret from anyone else. What shall you have us do with the guards at her mansion? Wipe them out. All of them. As you wish, my master. Ah, da werden wir darüber informiert, dass die Item World endlich ready ist. Das ist sehr schön. Das ist ein großer Teil dieses Spiels. Devil hat ja auch schon Interesse daran angemerkt im letzten Part. Das werden wir also bald angehen. Und gucken, ob ich das im nächsten Part mache oder wie auch immer. Ich denke, ich werde im nächsten Part erstmal versuchen zu erklären, wie man genau Charaktere erstellt, aber erstmal will ich mich hier heilen. Und ja, gleich mal zur nächsten Mission gehen. Wie gesagt, das mit der Item World werden wir bald machen, da werden sie uns auch irgendwann zwangsweise hinschicken, wenn wir es nicht machen. Von daher machen wir bald. Was haben wir hier Feines? Ups, da sehen wir Orks. Immerhin schon mit Stufe 2, nicht mehr ganz so kläglich wie die Stufe 1er Jungs. Und eine Motte mit Stufe 3. Ja, die sind ein bisschen eklig, die Motten, aber mit Stufe 3 noch nicht so schlimm. Will ich jetzt erstmal wegschießen. Was bist du? Mehr EXP. Ja gut, dann nehmen wir das Teil doch mal und schmeißen es auf die Felder rauf, damit wir Bonus bekommen. Weil Bonus kann man immer gebrauchen. So, sehr schön. Da sieht man halt, der Fighter hat jetzt auch eine Axt dabei. Und wir eine ausgewogene Mischung an Waffen haben. Ja, und der Dieb kann natürlich am weitesten laufen, das ist eine seiner Besonderheiten. Also er hat mit Adele die weitesten Laufskills. Wenn man hier sieht, dass die Mages halt ja eher Medicore in sowas sind. Die Jungs werden natürlich erst mal die Kiste da hinten plündern, genau.
ist nämlich so das Ding bei solchen Missionen, dass man immer erstmal versuchen muss, die Kisten wegzumachen, weil sonst werden die Gegner gierig und sie sich selber nehmen. Aber da das Teil da hinten so weit weg ist, spare ich mir das einfach mal. Das ist bei den Anfangskisten halt auch nicht wirklich wert, sondern es ist halt grober Ranz drin, sagen wir es mal so. So. Ich komme nicht ganz bis zu denen da nach hinten. Dem auch nicht, okay. Machen wir es mal wieder ein bisschen anders. Boulder Crush auf ihn drauf. Ihn schießen wir einfach um, wenn wir es können. Oh, ich habe sogar schon den dritten Skill inzwischen voll, das ist gut. Den werde ich bald mal vorführen, wenn ich dafür eine gute Gelegenheit habe. Man sieht, die Jungs haben hier jetzt noch natürlich keine wirkliche Chance gegen mich. Ich bin halt schon ein bisschen gegrindet und ja. Halt die ersten Missionen so nach dem Motto. Ja, man kennt das aus jedem RPG, da sind die Gegner natürlich extrem schwächlich. Doppelteam. Miss und 0. Uiuiui. Könnte fast meinen, ich stehe hier mit Level 50 Banditen oder so. So. Da sieht man, unsere Charaktere beherrschen schon ein, zwei Skills in der jeweiligen Profession mit ihrer Waffe. Das macht die ganzen Fighting-Geschichten auf jeden Fall mega viel angenehmer als so noch. Sie scheint ja irgendwie nicht hochspringen zu können. Kannst du das echt nicht? Ne, kann sie nicht. Weil sie nicht die High hat, okay. Die mag ja auch nicht, ja, ist aber wurscht. Ich glaube, wir uns den letzten hier halt gleich vor. Konter? Ne, kein Konter? Okay. Eigentlich kontert Adele fast immer alles, so mit dem Motto. Wir versuchen eine Team-Attack zu animieren hier. Ja, perfekt. Ein Cellphone, das ist gut, das werden wir später noch gebrauchen können, auf jeden Fall für das Dämonenparlament. Die Dinger kann man immer gebrauchen. Listen, you. Why do you desire to do something as stupid and reckless as battling my father? Do you actually believe you, a mere human, stand a chance against my father? Xenon's curse turned every human into a monster. He turned our beautiful world into some twisted netherworld. When humans turn into monsters, they start to lose their conscience and memories, eventually becoming real monsters. I grew up watching as my family slowly turned into monsters. Can you even imagine how painful that is? If my family becomes something truly monstrous, I won't let that happen. I will defeat Xenon. I'll do whatever it takes to protect my family. You may talk all you want, but do you honestly believe that? You won't even take any hostages, correct? Well, there's no doubt I'll defeat him. Yes, you've declared that many times. But where does all your confidence come from? Tell me. Look at me. I'm the only one in Veldheim who hasn't turned into a monster, and I still have all my memories and morals.
I'm the only human who hasn't been affected by Xenon's curse. That has to mean something. And? That's it. Kein Kommentar. That's it? Your faith in defeating Overlord Xenon is solely based on that? Why? Is there a problem with that? It is more than just a problem. Are you so stupid you do not see it? Do you not have a better reason? Such as being from a heroic lineage or being level 100 million? Und genau hier sehen wir, wie overpowered Disgaea im Verlauf noch werden wird. Also wir reden hier nicht von so einem lächerlich hohen Level, aber wir reden schon für RPG-Style extrem hohen Leveln. Normal people usually have, you know, real reasons to believe they can defeat their enemies. Huh, I don't care. Not having a good reason to fight is just an excuse for people who don't want to fight. I suppose you may be correct, but what's really important is to never give up, to have an indomitable will. Even if your legs are broken and your arms fall off, you have to fight to the end. That's just my style. Das ist such a cheesy line. Ich bin jedes Mal wieder erstaunt davon. a speech on willpower in this day and age? I did not know people still believed in such silly notions. Perhaps it was your thick skull that prevented my father's curse from affecting you. Sieht nach einer guten Möglichkeit auf jeden Fall aus. To be summoned by such an odd peasant, I must be cursed with the worst of luck. This human is a complete fool. Such a cretin must not be allowed to disturb my father. I shall have to kill him myself. Be prepared. Wir sehen, sie ist schon fleißig am Plotten hier. Das wird noch später interessant auf jeden Fall. So, erstmal geheilt und wieder rein ins Vergnügen. Wir machen jetzt einfach erstmal viel Story, because why not? Oh. We ventured out to the frontiers of Veldine in search of a vicious hero who was spotted in the area. Wait, what's this? I can't believe it! Look out! It's an invisible laser! Hi-ya! Did you see that? Dieser Clown, Cut! Axel, Carl. How many times do we have to go over this? This is for the traveling channel. We don't need action scenes for this travel show, so stop making up traps and enemies. But I'm the host! Axel, Axel, Axel. No one expects anything from you anymore. There was a time when you were lighting up the stage as the Dark Hero. But that time is long gone. Huh. Who are they? That is him. That blonde man over there is Overlord Xenon. That is my father. Auf jeden Fall. Das ist hundertprozentig wahr. What? Really? But he looks so young. Can that guy really be your father? Ah, are you filled with terror now that he is standing before you? Ja, ich bin erfüllt vom Terror der unsichtbaren Laser, auf jeden Fall. No, that's not it at all. But I can't just attack him from behind. I must fight him head on. Can you defeat him that way? He is known as the god of all overlords. I won't lose.
I have to save my family. This human, his family must be important to him. But if they are so important to him, he should stop fighting lost causes that will only get him killed. Nothing ever comes from dying. What a fool! Fighting is so sad. Hey, Director, look! Well, hello there. Ja, auf Wiedersehen, du. I don't want your stupid autograph. I want your life. Das ist by the way einer der wenigen Translation-Fehler hier im Game. Ist irgendwie, keine Ahnung, noch von der PS2 oder so, so ein ganz altes Ding und das haben sie nie wirklich gefixt. Für alle, die irritiert sind jetzt über dieses Statement. Wait, am I unscrewed? Dann schauen wir uns die Jungs doch mal an hier. Ah, Level 2 Jungs, aber immer ein Krieger. Da haben wir einen Healer oben drauf und noch Axel, der Dark Hero mit Level 4. Eine sehr imposante Persönlichkeit. Mal gucken, wie wir uns am besten aufstellen hier. Natürlich die Krieger in die erste Reihe, wenn möglich. Einfach um ein bisschen Schutz zu gewährleisten. Ja, der 38, da werde ich ein bisschen was reinschießen müssen auf jeden Fall. Ah, ist okay. Mal eine schöne Combo hier. Erstmal in Abwehrposition, weil gleich werden sie uns natürlich alle angreifen. Ich kann ja auch noch ein Schild zaubern, genau. Wo stehen denn die böseren Jungs? Sind eigentlich beide gleich. Er hat mehr Abwehr als sie, deswegen machen wir ein Schild auf sie drauf. Genau sowas dachte ich mir nämlich schon. Jetzt können wir uns ein bisschen besser verteilen hier. Erstmal du. Eisanfällig, das passt mir gut. Ah, ist sofort weg, sehr schön. Zwischen. Wow, sofort gewone-shottet. Sehr schön. Nutzen wir die kleine Pause. Heilen uns mal kurz hier. Ja, man sieht, sie müssen mit ihren Piken da nicht direkt an uns dran stehen. Sie haben im Endeffekt die Möglichkeit, über ein Feld rüber zu schlagen, über das hier. Sie müssen nicht direkt neben uns angreifen. Überlebt er, okay. Was bist du? Auch wieder eisanfällig. Das passt mir wunderbar. Brauche ich dich wahrscheinlich gar nicht mit der Axt weghauen. Ne, brauche ich nicht. Sehr schön. Was bist du? Auch eisanfällig, aber habe ich jetzt gerade den Zug nicht mehr für. Das ist aber wurscht. Das wird reichen. Man sieht so eine ausgewogene Truppe, die wirklich alles so ein bisschen drauf hat, ist wunderbar für solche Fights. Jetzt ist er nur noch alleine mit seinem Heiler da oben auf dem Berg.
Mal gucken, ob er sich runtertraut. Ne, tut er nicht. Okay. Dann müssen wir jetzt eine Seite stürmen. Muss ein bisschen aufpassen, weil er kann natürlich jederzeit hier einfach runterjumpen. Kann das hier ganz einfach machen. Dass ich meine Leute so ein bisschen gedeckt halte. Deswegen die Magier so ein bisschen nach innen ziehen erstmal. Ein bisschen Def erhöhen. Ja, man sieht, er alleine kann nicht so viel machen, aber mit dem Crit kann er mich doch schon fast umbringen, so nach dem Motto, wenn er gut draufschlägt. Range ist noch nicht hoch genug. Das ist immer so das Problem, wenn man Magier ohne Stäbe spielt, weil die haben einfach nicht diese Range, die ein anderer Magier mit dem Stab hat. Ich muss da immer ziemlich dicht dran, um meine Spells zu zaubern. So. Jetzt werden wir versuchen, immer so eine kleine, nette Combo drauf zu donnern. Jetzt mal ein bisschen back. Poison Blast. Boulder Crush. Oh, es ist wahrscheinlich besser, wenn ich das noch anders mache. Kann ich nicht. Okay, dann ist es wurscht. Machen wir es halt so. Bist du eigentlich? Ja, keine Resistenz gegen gar nichts. Das ist eigentlich ganz nett. Aber ich habe noch nicht die Range, dann muss ich wieder laufen. Hast du die Range? Die hast du, sehr schön. Jetzt kriegt er erstmal von allen Seiten eine drauf. Ah, schlägt daneben. Das passiert häufiger mit der Axe. Ja, das reicht ihm auch. Und da war ich nur noch der Heiler. Tja, was willst du machen? Extrem süß. Dann sagt der Krieger natürlich Hallo. Und auf Wiedersehen. Ich würde mal behaupten, das beendet die World Tour mit Axel. Why me? Looks like that poor sod wasn't a strong enough substitute for my father. Although, this Adele fool is tougher than I expected. Though he's just a human, he has the strength to defeat demons. He may be my enemy, but he fights well. Killing him will be much more satisfying. I did it! Oh yeah! The mighty Xenon goes down! Weil man ja auch gar nicht mitbekommen hat, dass der Typ viel zu schwach für einen Overlord ist. Oh no! It appears I had not looked closely enough. That is not my father. It is just some idiot. Und total glaubwürdig, diese Lüge. You've gotta be kidding! Now, calm down. Even princesses make mistakes. Let's go. Do you doubt my sincerity? You believe I purposely confused myself? But I'm bound by your summon. Sie spielt diese Rolle echt gut, das muss man ihr lassen. You asked me to escort you to my father, and that is why I am out here with you. If you doubt my intentions, we should stop. Fine. For a moment, I thought I actually won. It's just been a big waste of time.
I am quite exhausted. Where may I retire to rest? Everything's you. Fine, let's go back to town. I'm getting hungry. I hope I will find something to my liking among your sloth. I have very picky taste when it comes to food. Aber sonst haben wir keine Wünsche, ja? I don't know what you like, but Hanako's cooking is way better than most chefs. Then I shall look forward to that. I am ready to feast now. Ah, diese Frau. I need to find Overlord Zenon before his curse gets worse. I don't like asking that girl for help, but I have to depend on her. For now. It's 6 o'clock and time for the news. We are broadcasting to all netherworlds and throughout space in Gigavision. Das ist wahrscheinlich irgendwie so eine 4000K Vision oder sowas, was halt heutzutage modern ist. Earlier today, in the frontiers of Veldheim, Axel, formerly known as the Dark Hero, has apparently been murdered. Großartiges Bild von ihm. We have received reports that Axel was assaulted while shooting on location for his low-rated travel show, Tripping with Axel. Very little is known, and due to the hassle investigating poses, the Netherworld police have simply ruled it a homicide. With no suspects, the case was deemed insolvable. Though he was a mega star at one time, no one cares enough to look for him. Ja, so ein Guy scheint er auch zu sein, genau das. His funeral was attended by a very small group of relatives. No tears were shed at the service. And now for a moment of silence. Coming up next, we have a special report on today's public education. Recent standardized test scores show an alarming decline in the subjects of lying and torture. The Dark Board of Education. Das ist so der typische Disgaea-Humor und dafür liebe ich das Spiel auch. So, damit verabschiede ich mich dann auch für heute von der Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Lasst mich wissen, wie das mit dem Sound ist. Ist es besser? Ist es schlechter? Ist alles kacke? Halt. Ihr wisst Bescheid. Ich freue mich über Kommentare. Und damit bin ich raus. Bis dann.